So, Martin. Und jetzt, wie versprochen, erstmal ein Hallo aus der Werkstatt. Und wie versprochen, heute ist das Wetter besser. Es ist kurz vor dem neuen Jahr. Und jetzt machen wir mal die Probefahrt, die versprochene, mit dem Zylinder. Mit dem LT60 Reso als MPC-Variante. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die 100 schaffen oder nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Genau, weil wir haben ja in dem Fahrzeug auch ein langes 5-Gang-Getriebe drin. Das ist so unser Show- und Shine-Moped, so für Treffen und sowas. Genau, das wird man ehrlicherweise noch mit angeben, dass das lange 5-Gang drin ist. Und wir machen die Probefahrt natürlich auch wieder mit roten Kennzeichen, mit roten Motorradkennzeichen. Weil auch das kleine Moped-Kennzeichen in Rot wäre hier versicherungstechnisch nicht weitreichend genug. Auch wenn wir wissen, dass das viele machen, aber genau, wir gehen dann lieber auf Nummer sicher. Bei dem 5-Gang, das wäre natürlich auch nochmal ein Thema, über das wir mal schwadronieren könnten. Das lange 5-Gang ist eigentlich das MS50-Getriebe 5-Gang, was es auch bei MZA und Co. zu kaufen gibt. Und da bezieht sich das ausschließlich auf den letzten Gang, ansonsten ist die Übersetzung gleich zum originalen 4-Gang. Und das, was viele noch als langes 5-Gang bezeichnen, ist das von ZD, wo dann der erste Gang lang ist. Aber nein, das würden wir dann separat erwähnen. Bei uns ist ein langes 5-Gang immer eine Originalübersetzung bis zum 4. und der 5. oben drauf in lang. Der ist dann quasi extra nochmal als Energiespargang oder für ein paar km/h mehr. Genau, je nachdem wie man es will. So, wie gesagt, den ZD-Reso fahren wir hier dran noch und einen ZT-Vergaser. Ja. Läuft aber ganz gut, würde ich sagen. Und dann lasst euch mal überraschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo, bis dahin.
jetzt eine sehr, sehr ausgiebige Probefahrt. Eingefahren ist er jetzt auf jeden Fall. Das ist er auf jeden Fall. Und wir haben jetzt wirklich alles probiert, um die 100 zu knacken. Aber 98 km/h, Berg runter, mit drauflegen, mit Lederkombi an und so weiter. Also das volle Programm gegeben. Aber 98 mit langem Fünfganggetriebe ist Schluss. Also man müsste dann länger übersetzen, aber dann hätte man wahrscheinlich das Problem, dass er dann am Berg dann nicht mehr so richtig zieht und so. Ne? Ja, aber also so im Allgemeinen. Sehr, sehr angenehmes Fahrgefühl. Der Motor, der lebt halt wieder von der Drehzahl, aber das hat man halt entweder eine hohe Spitzenleistung, ja, oder halt ja, wenig Leistung und dafür vom Keller raus halt mehr Leistung, ne? Also ja. Mehr. Also Bergauffahrverhalten, im 5. Gang hat sie auch genommen, gibt es ja auch ein Moped, also originaler Zylinder. Also bergauf, wenn du mit Schwung ankommst und es geht nur leicht bergauf, dann machst du es mit dem 5. Gang, aber ansonsten musst du halt im 4. schalten. Aber sind wir mal ehrlich, also wie jetzt hier bei uns den Berg da hinten hoch, da fährst du mit dem Original nicht im 4. hoch. Ne? Nee, auf keinen Fall. Also der Zylinder geht auf jeden Fall sehr gut, das muss man sagen, und der macht das, was es soll. Und thermische Probleme hatten wir überhaupt nicht. Gut, wir haben natürlich auch unter 10 Grad draußen im Sommer. Und wo wir das Ganze ja auch sehr loben müssen, das stand ja jetzt eine Woche rum. Und wir sind hin, haben einmal gekickt und dann war sie da. Die war an, genau. Also, so soll es eigentlich sein. Dann genau. Mal zweimal und dann. Und so würde ich sagen, trotz alledem sehr alltagstauglich, oder? Doch, ja. Also gerade wenn man dann mit 50 durch die Ortschaft fährt, dann hast du eigentlich keinen Unterschied zu einer Originalzylinder. Also das ist schon echt gut. Also kann man nur loben, diesen Zylinder. Also mit den Komponenten, die wir jetzt verbaut haben hier. Genau. Wir werden aber definitiv nochmal testen mit Original Auspuff zumindest. Der Vergaser, der drauf ist, war ja ein 16er. Und ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Genau. Und rutscht gut ins neue Jahr. Ja, könnte nächstes Jahr auch schon rauskommen. Aber na, mal gucken. Okay, schauen wir mal. Wir hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid. Dann bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.